Hallo Leute, da bin ich wieder. Endlich der lang ersehnte Moment. Wir sind endlich in Brüssel angekommen, hier auf der Busworld Messe, die größte Messe Europas überhaupt. Was wir jetzt da draußen erleben werden, bin ich mal selber gespannt, was es da so gibt. Im Vorfeld habe ich mich so ein bisschen erkundigt, aber was wir da alles gesehen haben, sehen wir gemeinsam natürlich nach dem Intro. Auf geht's! Bevor wir reingehen, kann man sich hier schon erkundigen, zum Beispiel hier der e-Citaro in Halle 5. Ne, kann man sich den anschauen. Hier kann man im Vorfeld schon sehen, was da drin alles zu sehen gibt. Der Yutong habe ich auch noch nie gehört zum Beispiel. Ich denke mal auch ein E in der Halle 9. Und der schöne Setra hier in Halle 5. Die gehen wir natürlich einzeln besuchen. Auf geht's! So, die ersten Meter direkt hier runter, könnt ihr sehen, schaut mal da hinten, sind die ganzen, mal alles von oben anschauen. Mal gucken, ob wir so eine Taktik haben, wo wir alles auf einmal sehen können. Ich bin ja morgen auch noch hier und dann können wir vielleicht verschiedene Videos machen. Mal schauen, was uns noch erwartet. So. So Leute, ich habe was Gutes gefunden für uns, weil Busworld, das ist ja immer was Neues, neue Sachen. Und wir fangen mal mit den ganz alten Sachen an. Wie ihr mir im Hintergrund sehen könnt, das sind ehemalige alte Straßenbahnen, was gefahren ist. Die sind tatsächlich auf Linie so gefahren, so wie sie hier stehen. Original oben noch mit der ganzen Bezeichnung. Ja, das interessiert uns am ersten. Wie haben die früher ausgesehen, die Busse, die Fortbewegungsmittel, und wie sie dann später, gucken wir uns die neuen Sachen an. Aber das hier, das findet man nicht überall. Die kann man hier auch im Museum de Tram Museum sich das auch angucken. Die haben die jetzt extra hier für uns hingefahren. Wir gehen jetzt mal in das erste Exemplar mal hier rein. Wenn ihr schauen könnt, das ist ein Fiat Autobus, ja, aber mit Van Hool Motor sehr wahrscheinlich, was da steht. Von 1969er Baujahr. Im Service sogar bis 1984 war er im Service, im Dienst sogar drin. So, dann gehen wir mal hier rein. Wenn ich mich jetzt für das interessieren würde, man muss erstmal keinen dicken Bauch haben, um hier reinzukommen. Man kann den nicht verstellen, der sitzt richtig fest. Aber wenn man sich hier das Teil mal anguckt, Kameramann, guck mal hier unten, wie das hier alles so aussieht. Ja, wirklich interessant. Ich weiß nicht, ob ich jetzt damit klarkommen würde. Grün ist bestimmt dafür da, eben halt anzulassen. Ist sogar ein Automatik, so wie es aussieht. Der hat nämlich nur Bremse und Gas. Handbremse, Chauffeur. Ja, wirklich interessant. So, wir gehen mal rein, mal gucken. Ich wollte mich eigentlich hier reinsetzen, aber ich komme hier mit meinem dicken Bauch hier gar nicht mehr rein. Wie ist der Fahrer da reingekommen? Na? Transit. Hier kann er wohl Entwerter. Sieht aus wie ein damaliger Entwerter. So wie es aussieht. Soti, Ausgang extra noch beschildert. Damals schon nicht roken. Ja. Hier können sich zwei Leute hinsetzen. Mal gucken, ob das überhaupt bequem ist, wenn man sich hier so hinsetzt. Oh ja, schön gepolstert. Der hat da bestimmt keine gute Federung gehabt. Konnte man so richtig hier fahren. Sogar mit Disco-Beleuchtung oder was ist das hier? Haben die extra gemacht, damit das schön aussieht hier, denke ich mal. Und hier so einzelne. Wenn man alleine reist, niemanden neben sich haben will, kann man sich auch sehr wahrscheinlich hier hinsetzen. Ja, mit... was gibt es hier noch? Ah, für Luft rauslassen, damit man die Türen öffnet. Die sind jetzt bestimmt auch ohne Luft, wie ihr sehen könnt. Ja. Kann man so aufmachen. Und wie sitzt man denn hier? Das ist das Gute, wenn man lange Pausen hatte. Damals wohl kann man sich hier einfach mal so hinlegen. Oh, sich einfach mal so schlafen. Wunderbar. Ja, nicht jetzt diese geteilten Sachen. Und natürlich hat er auch keine Klimaanlage und sowas gehabt. Dafür hat er hier diese, gehen die noch? Ja, wenn man Presse drauf gibt, dann kann man die so klappen, hoch, runter, wie man die haben möchte.
So, wir gehen mal in den nächsten Bus rein. Hallo. Danke. Entschuldigung. Alles gut. So, wir nehmen uns mal den nächsten hier vor. 72 Plätze, kann das sein? Der ist von 1957 bis 72 ist er sogar auch im Service gewesen. So sieht das Teil aus. Chassis ist von Mack C37. Keine Ahnung, Mack sagt mir im Moment nichts. Wir schauen uns mal ganz schnell das Cockpit an. Bisschen anders oder Notmittel. Hier ist ja fast gar nichts, nur 2, 3 Knöpfe. Ne? Handbremse oder Gang einlegen. Maschine an. Oh, keine Ahnung. Französisch müsste man jetzt können. Der hat auch keine Kupplung und so. Es scheint wohl alles automatisch zu sein. Blinker, einfach mal so ein Hebel. Gut. Schaut euch mal diesen Wechsler an. Keine Ahnung, was da für ein Wechsler war. Nur 1, 2, 3, 4. Irgendwelche Centstücke, die kommen dann hier rein und hier wieder raus. Ja, aber Feuerlöscher, das braucht er. Ja, die sind natürlich von Museumsstück alles. Ja. Gut, den haben wir auch durch. Das Video soll ja auch nicht zu lang sein. Mal gucken, was das für ein Baujahr ist, was das für ein Teil ist. Autobus Brossel. Die Älteren von euch, die wissen vielleicht, was für eine Marke das mal früher war, wo der herkommt. Chassis ist von Brossel, Motor ist von Leyland sogar, englischer. Okay. Oh, Chassis ist sogar von 1939. Und dann nochmal. Und im Service von 50 bis 64. Da bin ich gerade mal geboren. Bis da ist er schon im Einsatz gewesen. Okay. Ich frage mich, schaut euch das mal an, weil er hier noch so einen Ausgang hat, wo der Motor ist. Entweder hat er einen Mittelmotor, so wie es ausschaut. Hier ist sozusagen das Gepäckraum. Von hier kann man aufmachen und dann hat man hier Gepäckraum und gleichzeitig auch zum Rausgehen. Und hier sitzt noch mal der Schaffner sehr wahrscheinlich. Denn, wenn man hier rausgeht, kann er hier auch noch mal Karten verkaufen. Wirklich sehr, sehr interessant. Ja. Aber mich würde jetzt interessieren, wo der Motor ist. Ich gucke mal, der ist bestimmt ein Mittelmotor. Ja. Wie vermutet, Mittelmotor. Nicht, dass ich irgendwas Falsches sage, aber hier habe ich gerade den Kühler entdeckt. Kann man wohl hier dran kommen, ist jetzt zwar zugeschraubt, aber hier sieht mir aus wie so ein Kühler. Bin jetzt echt überfragt, wo hier der... Doch. Echt interessant. Ihr könnt ja in den Kommentaren schreiben, wenn ihr das wisst. Das sagt mir im Moment nichts, diese Brossel Diesel. So Leute, ihr habt jetzt ja die alten Modelle gesehen von damals und schaut mal hinter mir, wo wir jetzt angekommen sind. Mittlerweile schon so schöne Busse, Hydrogen Power, das heißt mit Wasserstoff. Als Reisebus sogar. Schaut euch das mal an, als Reisebus mit einem Wasserstoff. Hier haben wir die ganzen Daten, ein 12-Meter-Bus, ja. Sitzkapazität sogar 53 Personen. Ja. H2-Tank. Oh, mit Druck 700 Bar. Und Full-System von Toyota. Ein sehr schönen Temsa. Der wurde bestimmt auch in der Türkei gebaut, denke ich mal. Mal gucken, ob ich das Schild sehen kann. Der hat sogar Rollstuhl. Bestuhlung. Wir können ja mal hinten reingehen, mal gucken, ob wir da reingehen können.
So, der Kameramann geht mal vor, mal gucken, was er da sieht. Riecht noch alles richtig neu. Schaut euch das mal an, Leute. Ja, die Dinger hier erinnern mich tatsächlich an die türkischen Busse, ehemaligen Temsa. Ja. So, der Kameramann zeigt euch mal so ein bisschen vorne. Hier sind wieder so viele Leute drin. Aber 53 Personen, wenn man die Sitzabstände, ich bin zwar klein, aber schaut mal, wo ich hier sitze. Wenn ich hier mal sitze, ja, ich komme schon mit den Knie fast hier schon dran, wenn der Vordermann hier auch noch hier schlafen will oder dann liegt er bei mir. Aber die haben hier schon USB-Anschlüsse an den Seiten. Ja, kann man, jeder Sitz hat 2 USB-Anschlüsse, kann er alles machen. Ja, das wird langsam stückig hier. Ich glaube, wir gehen mal hier raus. Im Prinzip Innenausstattung im ganz normaler Reisebus. Aber das Besondere, wie gesagt, dieses Wasserstoff. Ja. So, wir laufen mal weiter. O pantı, roof pantı mu? Inverted. Hiçbir şey anlayamadım ama kablolar açıkta duruyor, anlayamadım. So, es geht weiter vom Wasserstoff elektrisch, aber 100% voll elektrisch. Auch wieder ein Temsa, wie ihr sehen könnt. Der hat zwar noch diese Spiegel, bei dem anderen habe ich euch vergessen zu zeigen, oben, der hat ja keine Spiegel mehr gehabt, nur diese kleinen Kameras. Ja, der hat zwar noch mit Spiegel, aber oben, habt ihr gesehen, sind auch so Lautsprecher für Außensprecher, habe ich gerade entdeckt. Da oben. Und hier können wir sehr wahrscheinlich auch mal, ja, Kameramann, das ist voll elektrisch alles, wenn du mal so einen Blick da reinwirfst. Die haben hier auch diesen Spuckschutz hier so einfach so übernommen. Wer weiß, Corona kommt vielleicht. Normalerweise gibt es den ja nicht, aber der ist schon direkt als komplett Einheit, kann man auch an den Scharnieren nicht zusätzlich. Der ist original schon mit dieser Spuckscheibe hier gemacht worden. Und der Fahrgast, der kann hier einfach nur aufmachen beim Kassieren und auch wieder zumachen. Auch nicht schlecht. Guck mal hier überhaupt rein. Wir haben die abgeschlossen. Und ja, Automatik, normal. In dem Sinne einfach nur auf D. Kein Kuppeln, kein nix. Ist ja voll elektrisch. Einfach schön in grün. Wo hat er die USB-Dinger? Hat er bestimmt auch hier irgendwo. Ja, schön geschützt auch. So, fertig. Hier für den Rollstuhl. Das gleiche im Prinzip. Ah, wenn hier jemand ist. Ne, hat jemand woanders gedrückt. Ich denke schon, was war das? Schön. Vielleicht interessant. Ganz kleine TFT-Monitor. Einmal für die, wenn die rückwärts sitzen, damit die wissen, wo Ein- und Ausstieg ist. Und von der Seite auch nochmal. Und die Dinger sind auch gut. Wenn einer eine große Hand hat, kommt er hier nicht rein. Ich habe kleine Hand, aber gerade so eben. Ne? Die kann man auch, also der ist fest. Ich habe gerade, doch, die kann man auch hin und her, wo man gerade ist. Wenn hier jemand ist, der nach Knoblauch riecht oder so, geht man ein Stück weiter und hält sich hier fest. Auch nicht schlecht. Und der hat natürlich, wie ich gerade gesehen habe, 3 Türen. Hinten hat er auch noch mal so eine Tür. Weil da ja genug Platz ist, weil da kein Motor dran ist. Ja, wunderbar. So, wir gehen weiter. So, wir sind weiter gelaufen, direkten Stand weiter. Haben wir jetzt 3 sehr schöne Modelle MAN, was uns sehr interessiert. Und zwar ein 10 Meter elektrisch, daneben der 12 Meter elektrisch und auf der anderen Seite ein
Intercity LE, aber Hybrid. Ja, das ist ein effizient Hybrid. Die haben uns vorhin, wollten wir auch rein, aber da waren so viele Leute drin. Wir versuchen mal ganz kurz rein und wieder raus, so dass wir einen Einblick haben, wie das da drin aussieht. Ja, aber von der Farben her eben halt, haben die alles versucht, grün zu machen. Grün ist eben halt für Energie und Strom und so was alles. Ja. Hallo. Einfach mal das Cockpit, schaut mal, das Cockpit sieht jetzt so aus. Nicht mehr dieses normale VDV. Und die Spiegel könnt ihr auch sehen. Hier muss der Fahrer zwar noch rechts und links gucken. Rechts hat er den anderen Spiegel und auf der anderen Seite, wir sehen den toten Winkel, kann man sehen, wo der Mann jetzt gerade lang läuft. Und auch den weit ganz hinten das Heck. Und auf der Seite das gleiche. Ja, wirklich gut. So, der ist auch nur 3,32 Meter hoch. Ja, ein sehr schönes Teil. Auch, wie ihr gesehen habt, auch wieder mit dieser Spuckschutzscheibe direkt integriert. Wer weiß, Corona kommt wieder oder so. Normalerweise gibt es den ohne. Aber der ist schon richtig original von MAN. Kann man hier an dem Prüfzeichen auch sehen. Direkt eingebaut. Wunderbar. So, da kommen wir natürlich nicht durch. Wir laufen mal rüber auf den anderen. Genau. So sieht das Teil von außen. Das ist auch sehr interessant. Sieht schön aus mit dem MAN-Logo. Ja. Und oben den Spiegel hatte ich, glaube ich, gerade auch schon mal gezeigt. Ja. Das ist hier der mit den 12 Metern. Daneben, das war der mit den 10 Metern. Jetzt haben wir gerade die Möglichkeit, wollte ich gerade sagen. Alle wollen einfach mal da sitzen, um zu sehen, wie sich das anfühlt. Aber da ist ja im Prinzip, was wir gerade gesehen haben, das gleiche. Nur, dass der eben halt länger ist. Ja? Mit den Spiegeln und was wir gerade gesehen haben, auch mit dieser Scheibe, identisch mit dem 10 Meter. Ja. Nur das Design von den Stoffen ist bei dem auch ein bisschen anders. Aber das ist jetzt interessant hier, können wir mal direkt hier rüber gehen. Das ist der Effizient Hybrid, weil der Motor und so direkt hier hinten ist. Hier in diesem Bereich könnt ihr sehen, kann man sich dann da hinsetzen und mit Stehplätze. Wie bei den Citaros, schaut mal, hier hat er noch mal extra Stufen. Ab hier Low und ab hier dieses LE. Ja, hier sitzt man richtig hoch, wie bei den Überlandbussen. Und dann geht es hier tiefer, wo eben dann kein Motor zu sehen ist. Mit Kinderwagen, Rollstuhl und das gleiche, was MAN immer so zu bieten hat natürlich. Mit der Rampe, Stehplätze, auch mit diesen runden Disco, die kann jeder mit der Hand einfach so da dran. Okay, wir können mal von der anderen Seite mal gucken, ob wir Cockpit uns noch anschauen können. Original, die Leute sind selbst da drin. Auch wieder MAN-Zeichen natürlich überall zu sehen. Lions Intercity LE14, so schimpft er sich. Ja, bin mal gespannt, wann wir den auf den Straßen sehen werden. Der ist mit 14 Metern natürlich länger. Ja, die Höhe 3,46. Reihenmotor R6 vertikal, Powermax. Ja, Eco-Life, 6-Speed-Automatik. Ein schöner Bus. Wir laufen weiter. So Leute, wir sind bei MAN geblieben. Ein Stand weiter, direkt der Bruder oder Schwester, wie man sagt, als Coach natürlich. Nicht mehr als Linienbus, aber auch neueste Modell, wie ihr sehen könnt. Solution Driving, der Lions Coach, auch ohne Spiegel, wie ihr sehen könnt. Ja,
Sehr gefragt, sehr viele Interessenten, sehr viele Leute drin, die mal gerne damit fahren wollen. Wir gucken mal, was der alles hat. Gar nicht so lang, nur 12 Meter, hat auch keine Doppelachse, glaube ich. Jetzt können wir auch reingehen, so wie es aussieht. Oh, der hat sogar 12-Speed-Automatik, aber manuell Transmission. Keine Automatik, doch Tippmatik. Oh, auch gut. 44 Sitzplätze nur. Jetzt auch wieder die Möglichkeit verpasst, mal reinzugehen. Mal gucken, ob wir vielleicht von der Seite reingehen können. Kofferraum von der Seite. Im Livestream hatte ich das mal erwähnt. Hier kann man Frischwasser für Handwaschbecken. WC hat er ja auf der Seite. Sehr schöne Küche. Na, wenn man eher da ist, da kann man sich das alles natürlich anschauen. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, gleich noch mal da reinzugehen. Motor können wir, glaube ich, gucken. Wenn er nicht abgeschlossen ist, dann zeige ich euch wenigstens den. Irgendwie geht der wohl nicht auf oder so. Geht nicht? Kann man die Motorklappe aufmachen? Oder sind sie nicht von hier? Ja, nee, ich bin nicht von hier. Auch nicht von hier. Ich habe gerade versucht, ich habe gedacht, weil sie geguckt haben, so um die Ecke. Ich habe gedacht, wo ist dieses Teil? Ne, der ist wohl abgeschlossen hier. Egal. Okay, ich wollte euch den Motor zeigen, aber leider geht's nicht. Wir gehen nochmal von. Oder ist jetzt hier frei? Ja, jetzt können wir hier rein. Hier, wenn man da schlafen geht, wisst ihr, habe ich euch ja schon mal gezeigt. Ja. Wir gehen einfach mal kurz rein und raus. Küche ganz normal auf der Seite. Hier hat man sogar 230 Volt Anschluss für Kaffeemaschine und so alles. Kühlschrank, denke ich mal. Ja, ist alles hier. Was gibt es noch Besonderes? Oh, schön beleuchtet hier. Sehr toll. 44 Sitzplätze hat er ja gerade gehabt. Ja, schaut mal, wie viel Freiheit. Ne, das ist richtig gut. USB-Anschluss, sogar mit C-Buchse. Ne? Einmal normale USB, sogar für C zum Laden. Natürlich, der Löwe darf nicht fehlen. Richtig, sehr schön, der gefällt mir. Ganz nach oben, einmal einrasten lassen. Ja. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, uns das Cockpit auch anzuschauen. Sonst gehen wir hier auch wieder auf Lions Coach, überall Werbung. Ja, maar zit je? Ah, okay. Hast du auch? Also. Ja, genau, hier kann man das nochmal sehen. Nicht schlecht, haben die dran gedacht jetzt, ne, mit dieser C-Buchse. So, wir gucken mal die Bedienungsanleitung, die erzählt das gerade auf Deutsch. Wir sind ja jetzt hier einmal draußen, dann kommen wir wieder zurück zum Treiber und dann zurück hier. Ah, die Kamera kann man von da. Mit dem Direkteinstiegstasten kann man auch hier die Vorder-, Ton-, Sender suchen, entsprechend lassen, Sprachsteuerung mit dabei. Genau. Nicht schlecht. Ja. Telefon verbinden, alles was man normalerweise über Touch gemacht hat, weil wir machen es nicht mehr über Touch. Damit der Fahrer nicht so abgelenkt ist, wird intuitiv, hier legst du deinen Handballen rauf und dann dreht man eben an der untersten Ebene oder an der oberen und hier oben kann man sogar Buchstaben schreiben, das dann erkennt, ist es ein A, B, C und das schreibt er dann rein, damit man die Hände nicht vom Lenkrad nehmen muss, damit man konzentriert auch weiterfahren kann. Sehr schön, wirklich ein sehr toller Bus. Darf ich eben ganz kurz raus? Dann haben wir vorbei. Hier einmal noch mal der Kühlschrank. Könnt ihr noch mal gucken. Ja, So, wir schwenken jetzt mal rüber von MAN, was ganz anderes. Und zwar hinter mir könnt ihr die schönen Ivecos sehen. Crossway, aber
es gibt verschiedene. Einmal eWay, dann haben wir da hinten Full HD Volt Neuheit, steht da sogar drauf. Und auch wieder mit H2 mit Wasserstoff. Das ist wohl jetzt tatsächlich im Kommen. Da seht ihr auch World Premiere zum ersten Mal. Und die lassen uns da auch nicht da rein irgendwie, dass man da rumspielt oder so. Technologie, keine Ahnung. Hier könnt ihr auch sehen, die Ladestation mobil. Ja, könnt ihr direkt dahin fahren und ja, wird direkt separat eingespeist. Hat man direkt die Tankstelle. So sieht's aus. Charging-Station und damit kann dann alles bedient werden. Das ist das Teil, wie gesagt, mit der Volt-Premiere. Mal gucken, vielleicht schaffen wir ja doch von hinten rein. Hinten ist noch frei. Ja, uns das Teil mal anzuschauen. Ganz normale Iveco. Auch hier innen drin denkt man, was ist in einem Raumschiff drin? Auch oben mit dem Volt und die Scheibe da hinten. Wirklich interessant auch anzuschauen. Hier ist man für sich, diese Vierergruppe, da kann man sich da hinsetzen. Ja, wirklich toll. Ganz viel Platz auch für Kinderwagen, Rollstuhl, an alles haben die hier gedacht. So, wir gehen mal jetzt von vorne noch mal rein, um uns das Cockpit noch mal anzusehen. Ganz hoch haben die das gemacht, ohne diese Scheibe. Ja, jetzt haben wir die Möglichkeit. Vorhin haben die gesagt, nicht mehr filmen und so, aber jetzt kann der Kameramann da mal so ein bisschen filmen, was er da so sehen kann. Ja. Weltneuheit. Das wird sich alles nachher, alles was Neues ist erstmal, oh schön, gut. Und bis sie dann mal unterwegs auf Linie sind, dann kommen die ersten Wehwehchen. Und bis die alle mal weg sind, ja, da kann man noch mal so einen Film sehen, wenn er auf der Straße ist. Vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, dass der mal auf der Straße ist und wir den von draußen mal sehen können. Bin ich mal gespannt. Und die anderen Ivecos, die stehen hier voll elektrisch. Der hier sieht doch mal richtig ganz gut aus. Auch voll elektrisch, auch von der Länge her richtig schöner Linienbus. So wie es aussieht. Ja, der ist auch sehr schön hier mit den 3 Türen. Viel Platz. Und die Leute, die hinten oben sitzen müssen, die müssen diese Stufen noch erklimmen. Dann können die da oben sitzen. Mal gucken, ob ich das mit meinen kurzen Beinen schaffe. Aber wenn man dick ist und so wie ich, so ein bisschen schon schwierig. Aber man hat echt viel Platz. Schöne Holzoptik. Ja, sehr schön, würde ich sagen. Ja. Der hat sehr wahrscheinlich so eine elektrische fahrbare Rampe, weil ich sehe da keinen Hebel. Das geht jetzt im Moment nicht. Sieht mir fast danach aus. Das Cockpit. Der hat auch hier nicht diese große Scheibe oder so, einfach nur bis hier vorne hin. Aber alles in Glanzoptik. Ne? Ja. Für 3 Türen, eben die Knöpfe. Aber noch mit Spiegel. Ja, würde ich gern mal fahren. Mit ganz normalen ISRI orthopädische Sitz, sogar mit Anschnallgurt. Okay. Tamam. Hier könnt ihr was Schönes sehen hier. Der fährt wohl ganz alleine. Ja. Okay, der hat auch niemanden, der lenkt. Doch, der hat mit Fernbedienung. Der lenkt die hier hinten. Ja. So ein Highlight, Solarbus. Genau. Oh, die kriegen sogar so Solarbus-Dinger geschenkt.
So, Iveco haben wir jetzt auch abgeschlossen. Jetzt geht es weiter hier mit dem schönen Scania. Costosur heißt der. Costosur. Ja, natürlich auch wieder voll, wie gerade gehabt, auch wieder voll elektrisch. Die Ladestation direkt davor. Auch ohne Spiegel, wie ihr sehen könnt. Das ist jetzt Mode. Die neuesten Busse, die werden wohl alle ohne Spiegel ausgeliefert, wie die LKWs mittlerweile. Ich glaube, wir können hier auch einfach mal reingehen. Ist gerade wenig los. Das klassische Scania-Zeichen auf dem Lenkrad. Bei den LKWs hat man das natürlich auch. Das Cockpit sieht so aus. Da könnt ihr den gelben Fuß da sehen. Vielleicht, wenn das nicht, ja, zum Ausruhen hat der Fahrer nochmal den Fuß da. Das ist tatsächlich immer gut. Dann ist richtig ausgeruht, der linke Fuß. Sehr schön. Abwaschbar. Hier kann man Ablagefach einfach mal. Ja. Der hat natürlich wie bei den anderen Bussen vorhin auch diese Stufen, wo man bis nach hinten, ab hier wie ein Reisebus. Schaut euch das mal an, Leute. Ja, ganz viele Passagiere können da sitzen. Wirklich toll. Na? Bin mal gespannt, wann wir die ersten bei uns in der Umgebung sehen werden. So, wie sieht das Teil nochmal von hinten aus? Das gucken wir uns nochmal an. Wenn wir jeden einzelnen so euch vorstellen, dann haben wir For Every Mile and Each Journey. Costosur. So heißt das Teil. Ja. Wirklich ein schönes Exemplar. Auf der anderen Seite haben wir noch den Reisebus. Den schneiden wir auch mal ganz kurz an. Und dann gehen wir rüber zu Isuzu. Und dann haben wir diese Halle komplett durch. Oh, was ist das denn? Guck mal, was ich sehe hier, Leute. Jetzt fragt mich nicht, was das Teil da ist. Schaut euch das mal an. For Every Mile. Das ist das dieser... Ah, ich weiß jetzt, was das ist, Leute. Sehr wahrscheinlich Wasserstoff. Ja. Da, wo normalerweise der Kofferraum ist, haben die jetzt hier so ein Teil dran gemacht. Wirklich sehr interessant. Ich gehe davon aus, dass das der Wassertank ist, weil mit Druck und so, ne? Aber lasst uns mal gucken, nicht, dass ich euch was anderes erzähle, weil mit dem Druck und so erzeugt er dann ja Strom. Wir müssen die Beschreibung von dem Teil sehen. So in der Form habe ich den noch nicht gesehen. For Every Mile and Each Journey. Bevor wir da reingehen und so, ich will wissen, was das für ein Teil ist. Hier hat er dann nochmal für die Reisekoffer die Klappen 1, 2. Gas. Wasserstoff. Ich habe noch nie Wasserstofftank gesehen, die sind normalerweise oben, aber LNG, LPG, okay. Nicht schlecht. Die kommen auf Ideen. Biogas sogar, da oben steht es nochmal extra drauf. Biogas. Okay. Ah, da wo der Typ jetzt mit der Hand da dran ist, sehr wahrscheinlich für Rollstuhlfahrer, wenn die auch mitfahren wollen, eine Rampe. Und da wo der jetzt mit der Hand da dran ist sehr wahrscheinlich, mal gucken, wäre schön, wenn das mal jemand vorführen würde, eine Rampe, ein Lift, wo es dann den Rollstuhlfahrer dann ein bisschen nach oben. Ich denke so, ich gehe jetzt mal rein, wenn ich das schaffen sollte und gucke mir das von oben mal an. Ich gehe hinten rein. Kameramann, wenn du willst, kannst du da dran. Wenn was ist, ich rufe dich. Ich komme da schneller durch. Ja, komm mit. Oh, das sieht richtig geil aus hier. WC hat er direkt hier vorne. Ja, ein richtiger Reisebus. Wo ist diese Tür mit diesen... Ja, wie ich das vermutet hatte, schaut Leute nicht, dass ich euch was vom Krieg und so erzähle. Rollstuhl. Ja, das ist diese Tür, was der Typ von draußen gesagt hatte. Hier gibt es ein
Hier sind die Anschlüsse. Die Tür geht auf. Unten drunter ist noch eine Rampe, der wird dann hochgehoben und runter. Ja, das ist extra so ein Teil dafür. Wirklich gut gemacht. Schön wäre es, wenn man den in Betrieb sehen würde, aber ja, hier sind extra noch mal so Anschlüsse und so hier unten. Wirklich toll. Und ich sehe das gerade auch natürlich wieder USB, wenn man Handy aufladen will. So, vielleicht können wir auch nach vorne ein bisschen gucken. Ich gehe mal voran. Sehr schöne Monitore hier. Ja, direkt eingebaut hier. Der hat die Toilette hier ganz hinten gehabt. Der hat keine Küche, Leute. Ja, auch keine Schlafkabine, so wie es aussieht. Der hat eh so wenig Platz. Auch wieder das System mit den Spiegeln. Ohne Spiegel. Ja. Thank you. Ja, wirklich toll. Gut. Komm, dann gehen wir noch mal raus. Ich hab noch so eine So, wir schwenken wieder weiter von Scania hier zu Isuzu auf die andere Seite. Und wir laufen hier durch diese Anlage mit den schönen Sitzen. Kann man sich aussuchen. Drivers Sitz ist zum Beispiel da vorne für den Fahrer. Ja, sogar mit Fußstützen. Wenn man natürlich so ein 30er Personen hat oder so, kann man das machen. Ansonsten auch mit Becken, nicht nur Beckengurt, auch die komplette Gurt. Das wäre hier zum Beispiel hier so ein Beckengurt. Linienbus, das ist so eine Linienbusbestuhlung. Ja. So, und jetzt gucken wir uns CNG, Bio-CNG, im Prinzip das gleiche, was wir da hinten gesehen haben. Diesmal auch als Isuzu. Die Frage ist, wo hat der jetzt seinen Tank? Und natürlich Designs in Türkei. Ja, Bio-CNG. Die Frage ist jetzt, wo hat er seinen Tank? Man kann da jetzt natürlich nicht einfach wild überall rum gucken, aber rein können wir, glaube ich. Ja, schaut euch das mal an, Leute. Wow. Ja, Komfort bis zum geht nicht mehr. Der hat zwar keine Toilette und so, aber den kann man als Überlandbus locker fahren. Das Gute daran ist, der hat hier auch schon nicht nur einen Gurt für die Rollstuhlfahrer. Wenn die dann mal hier reingehievt werden, vielleicht hat er auch eine Rampe. Elektrische, denke ich mal, weil wie soll sonst ein Rollstuhlfahrer von da hier reinkommen? Und separate Anschnallsachen für den Rollstuhl. Ja, der kann da eingehakt werden und dann rast der so ein. Ne? Und plus Notsitze, auch sehr gut. Und hier auch noch mal für längere Fahrten, zum Beispiel Rollstuhltransport. Die haben an alles gedacht. Ja, also das würde mich jetzt mal interessieren, wie ein Rollstuhl hier hochkommt. Der hat bestimmt, darunter gucken wir uns gleich von außen noch mal an, eine elektrische Rampe, der das hochbringt. Oder? Gibt es da sowas? Nein. Ja, die Frage ist jetzt, oder hier, manchmal haben die das hier versteckt. Nee. Aber irgendwo muss das sein. Kann ja nicht sein, dass man einen Rollstuhl komplett bis da oben hin befördert. Oder wie bei dem anderen irgendwo ein Sitz. Ne, da bin ich jetzt überfragt, aber egal, sollen wir uns jetzt nicht an dem Rollstuhl aufhalten. Jetzt, wo hier keiner ist, können wir mal... Oh, das ist aber nicht gut, Leute. Schaut mal. Guck mal. Ich komme hier schon dran. Ne? Okay, vielleicht kann man 1, 2 Sitze wegmachen. Aber ansonsten... Sorry. So, jetzt will ich auch mal hier sitzen mit dem Isuzu. So sieht das Teil aus.
für den Fahrer. Der hat ja noch mit Spiegel. Ja, Gänge, ZF-Getriebe, so wie es ausschaut. Und alles andere ergibt sich. Hier ist nochmal extra für den Gas. Wenn Feuer ist oder so, kann man den wohl hier löschen. Ich muss aber gleich mal fragen, wo eben halt der Tank ist. Das ist das Einzige, was ich jetzt im Moment nicht weiß. Ansonsten, Symbole erklären sich von selbst. Ja. Und wie viel? 59 Sitzplätze hat der. Wow. Ja. Der hat, glaube ich, sogar noch einen Kühlschrank. Weil das ja auch ein Reisebus, ein Überlandbus ist. Nein, das ist die Bordelektronik. Ja, ich habe jetzt gedacht, sieht aus wie ein Kühlschrank. Nee, hat er nicht. Okay. So, die Frage ist jetzt, wo ist der Gastank? Ist hier irgendwie was auf? Nein. Jetzt, wo man jemanden braucht, ist keiner da. Vorhin waren die da und haben uns rausgeschmissen. Ich denke mal, der ist auch hier in den Klappen irgendwo drin. Vielleicht erfahren wir das. Aber wir gehen mal rüber zu dem nächsten, ob das auch so ein Teil ist. Nein, das ist ein 100% elektrischer Bus. Die werden sehr interessant für die Leute. Der hat aber 100 Pro. Hier drunter ist etwas. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Wie soll man da nämlich, auch wieder für Rollstuhl und sowas alles. Der geht 100 Pro automatisch rein und wieder raus. Ja. Das ist auch der mit den 3 Türen wieder. Ja, so sieht das hier aus. Als Linienbus. Ja. So, mal gucken, ob wir vorne noch was extra gezeichnet für ältere Leute. Ist gut, alles gut. Auch hier wieder, wie gesagt, das haben wir jetzt auch in den neueren Bussen. Ja, 100% kommt irgendwie etwas, haben die vorgebeugt, bevor man da extra was bastelt, original, direkt so designt. So, dann schauen wir uns den auch noch mal an. Oh ja, Dikkat, Tavana, Aydınlatmalar açık. Auf Türkisch sogar. Pass auf, oben sind die Lichter noch an. Oh, schaut mal hier, was hat er hier? Hier kann man den noch mal so eine Simulation wohl sehen, Anadolu Isuzu. Ein Vehikel, ja. Auch 53 Stehplätze, 34 Sitzplätze. Kayıtno steht sogar noch alles auf Türkisch. Sehr toll. Und der hat hier, glaube ich, auch noch so einen Ermüdungsassistent, so wie es aussieht. Der guckt nämlich genau den Fahrer an. Denke ich mal, dass es so ein Teil ist. Sonst warum guckt er dann mich an? Ja. Schön. Dann verlassen wir diesen schönen Bus, weil draußen sind noch Leute, die wollen auch hier mal sitzen. Wir sind mal ein Stückchen weitergegangen für die Isuzu-Familie. Hier gibt es noch 2 interessante Busse. Ich nehme euch mal mit. Der hier, der ist auch 100% Elektrik. Ja, das Design. Auch wieder hier mit dieser Scheibe, aber nicht so ganz hoch. Kurz. Da vorne kann man richtig sehen. Der ist nur 3,25 Meter hoch. Von außen sieht er zwar so groß aus. Die Frage ist auch, warum der jetzt so hoch gebaut wurde. Hat bestimmt irgendeinen Vorteil. Man müsste echt mal gucken. Sitzplätze hat er auch nur 21. Das ist auch der mit den 7 Metern, glaube ich. Ja, das ist der mit den 7 Metern. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Wenn es zum Beispiel eine Straße gibt, wo so ein längerer Bus um die Kurven nicht kommt, ideal. Ne? Auch hier mit diesem Podest kann man sich hier einfach mal hier so hinsetzen. 1, 2, 3, 4 mit der Clique. Hier einfach mal zur Schule fahren oder so. Wirklich gut. Ja, die Dinger braucht fast schon gar nicht mehr erzählen. Bei den elektrischen Bussen überall schon direkt mit eingebaut. Ja, einfach mal so für 21 Leute Sitzplätze kann man hier so mitfahren. So, wir gehen weiter auf die andere Seite und schauen uns den daneben an. Der ist auch richtig gut.
Der hat auch noch was Besonderes, habe ich gerade gesehen. Der hier mit dieser normalen Rampe, ja, aber der hier, schaut euch das mal an. Der ist 8 Meter. Der ist auch 8 Meter, aber der hat eine Besonderheit, weil man den wohl sehr wahrscheinlich entweder nicht absenken kann, ne, weil er so hoch ist, hat man einfach mal so ein Trittbrett mal gebaut, damit da ältere Leute hier so einsteigen. Wenn die Tür zugeht, zieht er den natürlich, die Stange ist mit dem wohl verbunden hinten und geht dann mit rein. Wie in einem Flugzeug kann man hier so tief sitzen, ja, wie ihr sehen könnt. Und der hat hier auch noch für den Motor oder so hier extra noch mal so Klappen, die man öffnen kann. Deswegen ist er auch so hoch. Wir müssen echt mal die Beschreibung von dem mal gucken, was das für ein Teil ist. Der war jetzt leer, keine Leute hier drin. Und hier auch wieder diese, dass man da dran kommt. Deswegen liegt er auch so hoch. Aber wenn man sitzt, Beinfreiheit ohne Ende. Ne? So ein halb Reise, halb mit Kennzeichen, so 19, 20 Sitzplätze, die Belegung. Jo. Der hat noch eine Funktion, und zwar hat er hier auch noch mal für Rollstuhl oder vielleicht sogar für Kinderwagen, wenn diese zwei Sitze ausgebaut sind, könnt ihr auf dem Boden auch sehen, dass hier ein Rollstuhlfahrer mit seinem gesamten Rollstuhl hier hoch, ihr müsst das hier wegdenken, die zwei Sitze, die kommen hier weg. Und auf der Seite hat er dann auch noch mal hier, Kameramann, zeigt euch das mal eben, ne? Und diese Tür hier geht von außen auf. Und dann kann er sich hier auch, die Anschnallvorrichtung ist alles da. Wenn die Tür auf ist, ist dann ein Lift darunter und kann von unten nach hier oben hochgehievt werden. Der Rollstuhlfahrer, der Gute. Weil die Leute wollen ja auch noch was vom Leben haben, wollen auch noch verreisen. Und weil man eben halt diese Stufen nicht hochkommt, hat man sich sowas einfallen lassen. Das zeige ich euch auch. Hier vorne. Ja. Und hier unten drunter ist jetzt aber abgeschlossen natürlich. Der Lift, der kommt dann raus, geht runter. Rollstuhl hoch und hier rein. Ja, so schaut das Teil aus. Wirklich klasse gemacht. Ja, die haben alles abgeschlossen, sonst wird jeder hier rumspielen. Mehmet OE macht das einfach mal. So, machen wir wieder zu. Und mit Anhängerkupplung, so, weil er so klein ist, kann er sogar auch noch so einen Anhänger mitnehmen. Schön wäre es jetzt natürlich Euro 6. Ja, wenn man hier in den Motor reingucken könnte, aber der ist bestimmt auch abgeschlossen, oder? Ja. Oder? Ja. Oh, nee. Gut, damit hätten wir alle Isuzus mal durch. So Leute, ich verabschiede mich von euch mit diesen schönen Isuzu-Familie. Wirklich sehr schöne Busse. Das Jahr 23 auf der Busworld hat wirklich sehr schöne, interessante Busse, Designs, Motoren, was soll ich euch sagen, alles Mögliche. Das, was wir heute noch gesehen haben. Ich bin ja noch einen Tag hier. Ich werde euch natürlich auf den anderen Videos unsere Citaros und so noch besser vorstellen, noch näher an Mann bringen. Für heute reicht das erstmal. Ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß gehabt, wie wir hier live original die Busse hatten. In diesem Sinne, macht's gut, bis in einem anderen Video. Euer Mehmet OE. Ciao Leute.